Hallo und herzlich willkommen. Da bei der letzten Bürgermeisterwahl Foxy mit dem National Mining Month Perk zum Bürgermeister gewählt wurde, möchte ich euch im heutigen Video einmal alle Infos für das Event geben, die ich kenne, damit ihr optimal auf das Mining Event vorbereitet seid. Normalerweise sollte der National Mining Month immer den gesamten ersten Monat des Herbst dauern, was bedeuten würde, dass das Event eigentlich erst am Montag, den 21. September von 9:55 Uhr bis 20:15 Uhr gehen sollte, also endete es perfekt zur besten Sendezeit, damit man dann ungestört Wer wird Millionär schauen könnte. Aber wenn wir im Kalender schauen, sehen wir, dass das Event bereits am Montag, den 21. September um 6:35 Uhr beginnt und dann exakt 10 Stunden dauert, womit es bereits 6:35 Uhr zu Ende ist. Also genau richtig, damit die meisten von euch, die zur Schule gehen müssen, es nicht spielen können und deswegen die neuen Items überteuert kaufen müssen. An sich sorgt das Mining-Event dafür, dass man die doppelte Menge an Mining-XP erhält, die doppelte Menge an Drops bei Erzen bekommt und beim Abbauen von Erzen besteht eine geringe Chance, dass man Refined Minerals droppt. Die Boni gelten aber nur für die öffentlichen Insel, also braucht ihr gar nicht erst versuchen, Refined Minerals mit euren Minions auf eurer Insel zu farmen. Das Interessanteste bei dem ganzen Event sind wohl die Refined Minerals, da man daraus zudem einen neuen Talisman craften kann, welcher die Doppeldrop-Chance bei Erzen erhöht. Und dann gibt es auch noch ein neues Rüstungsset, welches aus einer Hardened Diamond Rüstung und insgesamt 24 Refined Minerals gecraftet werden kann. Das Besondere an dieser Rüstung ist, dass jedes Teil der Rüstung dafür sorgt, dass wir automatisch 2 extra Blöcke abbauen, also so ähnlich wie eine Jungle Axe, aber für Erze. Und wenn man das ganze Set hat, sorgt das dafür, dass man beim Abbauen eines einzigen Blockes insgesamt 9 Blöcke abbaut. Wodurch es mit diesem Rüstungsset dann deutlich schneller gehen sollte, wenn man den Mining Skill leveln will oder wenn man die ganzen Erze für das legendäre Steinpad erfahren möchte. Da über das Refined Mineral nur bekannt ist, dass ein seltener Drop aus Erzen ist, kann ich momentan nicht sagen, ob jedes Erz dieselbe Chance hat, ein Refined Mineral zu droppen oder ob beispielsweise Diamanterze es häufiger droppen werden als Kohleerze. Um also optimal auf das Event vorbereitet zu sein, sollte man natürlich erstmal eine Spitzhacke haben, mit der wir Erze abbauen. Dort würde ich eher eine Diamantspitzhacke empfehlen, da wir damit alle Erze abbauen können und nicht wie mit Stonk, welches zwar Effizienz 6 hat, aber man kann ja sowieso kein Erz damit sofort abbauen. Zusätzlich habe ich noch einen Onyx Reforged Stein verwendet, um den Fruitful Reforged auf der Spitzhacke zu haben, für den Fall, dass die Doppeldrop-Chance auch die Refined Minerals beeinflusst. Also das Wichtigste für das Event ist, dass wir uns überlegen, wo wir möglichst viele Erze dicht beieinander abbauen können, um in kurzer Zeit viele Refined Minerals zu farmen, um uns entweder die neuen Items zu craften oder um sie für Profit zu verkaufen. Der wohl bekannteste Ort, wo wir viele Erze dicht beieinander finden, ist der Übergang von den Slime Hills zum Diamond Resort, aber da dieser Ort ebenso bekannt ist, gehe ich davon aus, dass gerade zum Beginn des National Mining Months sich hier die Leute um jedes Erz prügeln, so als wäre es der letzte Leader Sneaker. Andere Orte, an denen wir auch viele Erze farmen können, ohne viel laufen zu müssen, wäre zum Beispiel die Goldmine, da wir hier 3 verschiedene Erze finden. Das gleiche gilt auch für die Gunpowder Mine, denn auch hier finden wir Kohle, Eisen und Golderz ziemlich nah beieinander und besonders bei dem Übergang von der Gunpowder Mine zur Lapis Quarry müssen wir uns kaum bewegen, um viele Erze zu farmen. In den Ebenen weiter unten muss man halt viel mehr laufen, da wir dort jeweils nur ein Erz vorfinden, aber für den Fall, dass seltenere Erze auch häufiger das Refined Mineral droppen, könnte es auch sinnvoller sein, beispielsweise im Diamond Resort zu farmen, auch wenn dort die Erze weiter auseinander sind. Ein anderer Ort, an dem wir zahlreiche Erze dicht beieinander finden, wäre auch im Blazing Fortress, wenn wir vor der Festung nach links gehen und dann bis nach hinten, wo wir viele Blöcke mit Netherquarz vorfinden. Falls ihr noch einen anderen Ort kennt mit vielen Erzen, welcher gut fürs Mining Event geeignet wäre, könnt ihr den ja mal gern in die Kommentare schreiben. Da das Refined Mineral ein Rare Drop ist, kann man auch versuchen, einen möglichst hohen Magic Find Wert zu haben, für den Fall, dass Magic Find die Drop Chance beeinflusst. Deswegen es vielleicht ganz sinnvoll wäre, neben Godpots während dem Event auch eine Superior Rüstung zu tragen und eine Black Cat als Pet zu benutzen, da es sowieso keine Rüstung oder Pets gibt, die bei Erzen die Drop Chance direkt erhöhen. Ansonsten waren das auch alle Tipps, die ich für den National Mining Month habe. Dann wünsche ich euch viel Erfolg für das kommende Event, falls ihr es überhaupt spielen könnt, und noch einen wunderschönen Tag und ciao.